Let's go! FWC, es geht los. Wir haben eine Menge Announcements und da gucken wir jetzt einfach mal nacheinander rein. Wir haben jetzt auch Präregister, glaube ich, und das Startdatum. Da gucken wir mal rein. Wie sieht's aus? Also auf jeden Fall haben sie einmal ein Community-Event gepostet, heute um 8:03 Uhr. As we prepare for FWC 2026, we are excited to introduce a series of community events that players can participate during the season, from guild showcases to creative concept events, supporter activities. Multiple community events will take place during the road to FWC, to the finals probably. Und dann gucken wir uns das Bild einmal an im April. Mal sieht man jetzt nicht so gut. Ich blende mich da mal ganz kurz aus. April haben wir Guild Spotlight Showcase. Ja, also scheinbar so Gilden schon mal so zu zeigen und dass sie sich vorstellen können. Denn May haben wir Weapon Concept Event. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, was es ist, aber ich denke mal, wir werden da gleich eine Erörterung bekommen. June Costume Concept Event. Fastest and Mightiest Guild Contest von Juni bis August. Also Juni dann 2 Events sozusagen. September Final Supporter Look. Und Oktober dann die FWC Community Final Highlights and Awards. Okay, gehen wir mal rein. Dazu gibt es dann hoffentlich auch hier eine Webseite. Jupp, hier ist er. Okay, so, as we prepare for FWC 2026, we are excited to introduce blah blah blah, series of events. Ja, hier, die Roadmap haben wir gesehen. April, Road to FWC Guild Spotlight Video Showcase. To kick off the FWC season, we will host a Guild Spotlight video event featuring guilds participating in the FWC server. Guilds will be able to showcase their identity, goals and highlights through short introduction videos. Okay, also wahrscheinlich von den Main-Servern denn, schätze ich mal. Also die Main-Server-Gilden, die sagen, okay, wir gehen dann zum FWC-Server, können sich da dann nochmal gemeinschaftlich vorstellen. Weil, ja, so gehe ich mal stark davon aus. Also das sind ja jetzt nicht wirklich den Gilden, die schon auf dem FWC-Server vertreten sind, da diese ja mit der FWC-Server noch nicht steht. Wahrscheinlich könnte man aber auch sagen, okay, man formt hier eine Gilde aus den und den Leuten und man könnte dann trotzdem schon mal vielleicht aus Content von FWCs davor, falls man was aufgenommen hat oder sowas, schon ein bisschen was zeigen und die Leute introducen. Also ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich gut Spielraum. Weapon Skin Concept Event. Players will be invited to submit a weapon skin ideas for the reward of the FWC Prediction Event. Select concepts may be used as inspiration for final in-game rewards designed for the FWC Prediction Event. Das klingt sehr cool. Also es gibt Leute und es gibt ja wirklich viele, die ja durch die letzten Jahrzehnte von Flive ja, eigene Weapon-Skins, es gibt ja auch welche, die öffentlich Weapon-Skins schon gibt und sowas, so halt, naja, brauchen wir nicht immer heißen Brei herumreden, von P-Servern, etc., wo es ja schon sehr viele dann gibt, die einfach eingereicht werden können, so. Aber wäre natürlich cool, wenn Leute sich was Eigenes so einfallen lassen. Aber finde ich sehr, sehr cool, dass sie die Community mit reinholen. Gucken, bin ich gespannt, dass das am Ende dann auch im Spiel landet. Ist eine coole Idee. Bin ich mal gespannt, wie. Werden wir mal sehen, was da dann bei rumkommt. June Costume Concept Event. A Costume Concept Event for FWC Victory Prediction Reward will also take place. Players can share creative ideas for costume themes that may influence the final reward design. Oh, hoffentlich, weil dann kommt endlich mal was anderes als dieses cute Fashion Tier gedönst und so, sondern vielleicht auch mal was so ein bisschen cooler und epischer aussieht. Dann June bis August, Fastest and Mightiest Guild Contest. During the FWC season, a Guild competition event will take place. Guilds that achieve outstanding performance during designated periods will recognize through special events. Okay. Steht jetzt hier noch nicht so direkt da, was die jetzt damit meinen. Meinen die damit Gildenlevel? Meinen die damit, ja, Gilden? Also ich glaube auch, damit meinen die jetzt auch nicht das PvE-Kolosseum, was denn fürs Finale dann irgendwie ist, sondern ich denke mal, die meinen damit irgendwelche anderen Sachen. Aber was genau, werden wir dann vielleicht sehen. Juni bis August. September Finals Supporter Look Community Showcase. Ahead of the FWC Finals, players will be able to participate in a Supporter Look Community Event. Players can share their unique supporter styles and cheer for the finals together with the community. Keine Ahnung, was das heißt. Players can share their unique supporter styles and cheer for the finals together with the community. Ja, verstehe ich irgendwie nicht so genau, was das jetzt bedeuten soll.
October FWC season finals community highlights. At the end of the season, we will look back to the journey of FWC through community highlights and seasonal content. Get ready for the events. If you're planning to participate in the FWC community events, you may want to start preparing things such as Guild highlight clips for the Guild Spotlight video, creative ideas for weapon or costume concepts, special character outfits for the final supporter event. Meinen die damit also irgendwie Kostüme und so, dass man sich in Real Life verkleidet? Guild plans and strategies for the FWC seasons. Your creative and participation will help make the FWC season even more excited. Details, schedules, participate methods and reward information will be shared in separate announcement for each event. Okay, also wir kriegen noch mehr Informationen auf jeden Fall. Das ist erstmal nur ein Überblick. Please note that schedule is subject to change depending on operational circumstances. From guides to creativity, competition and supporter events, FWC 2026 will be a season created together with a live community event. Stay tuned. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen cooler als Jahre davor. Gefällt mir. Auf jeden Fall, also definitiv positiv, dass die Community mehr reinholen und mehr sagen, okay, hier jeden Monat haben wir irgendwas auf verschiedene Arten und Weisen. Vielleicht ist für den einen oder anderen da ein bisschen mehr Motivation dann dabei und so. Das jetzt nur trocken zu starten und, weil die anderen Sachen kommen ja auch noch so, ne? Alles, was dann in-game ist und so, Exchange, alles FWC-exclusive und so, hier, das ist halt einfach nochmal on top. Mir hätte auf jeden Fall noch so ein Gilden-Event dann mit höheren Level und so wie wir das einmal bei 2023 oder 24 hatten, dass umso aktiver und mehr die Gilde Leute spenden und sowas, dass man Gildenbuffs hat und etc., das fehlt mir echt. Das wäre echt cool. Okay, gehen wir aber weiter in die nächsten Announcements. Also, greetings Flyvers, we're improving communication with a new known issues board and upcoming development roadmap. Oh yeah, okay. Development roadmap and issues board. Nice. Wow. As a token of our appreciation and in celebration of the upcoming FWC, we are pleased to offer the following coupon code. Get ready for FWC. Okay, what's inside of it? Get ready for FWC. I got a mail, so that's how you claim it. FWC supporter is Lifestyle Bag, Extra Bag, Resu, Velo, DevUp-Cut, Power Score. Okay, ja. Not bad. Wäre noch interessant zu wissen, ob wir das auch in FWC benutzen könnten oder ob es bis dahin abgelaufen ist. So, nächstes Announcement. We are thrilled to announce the return of the Fly World Championship 2026. Get ready for the Ultimate Tournament and brand new season of competition in Fly Universe. Please refer to the details below to ensure you are ready for the grand opening. FWC pre-registration starts March, quasi jetzt, bis Ende April. How to pre-register. Visit FWC 2026 pre-registration page, log in and click the pre-registration button. A 16-digit coupon code will be issued upon successful registration. Okay, gehen wir rein. So, hier haben wir die Informations. Das hatten wir jetzt alles schon. Ne? Pre-Registration Rewards. Amplis 5, Weiterung X, Refresher 5, Power Score 5, Flash 5, Extra Bag 1, Velo 5, Reso 3, Gold EL 5. Ja, nice, geil. Nimmt man mit. Gerade Power Scroll, Amplification, Power Score am Anfang, sehr geil, Extra Bag, sehr geil. Pre-registration will be available once per account. Pre-registration reward will only be provided to accounts that pre-registered during the pre-registration period. Pre-registration does not include character creation or name reservation. What? Warum nicht? No name reservation? Why? All character names are assigned on a first-come, first-served basis when the server opens. Oh, nein. Okay. If another player creates a character with your desired name before you, they will have priority in accordance with standard server rules. Okay. Chillig. Ist nur blöd, wenn sich andere dann als Max irgendwas ausgeben und versuchen, Player zu verarschen oder so. Gemeine könnte ja vorkommen, also könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Deswegen mag ich es immer gut, meine Namen schon mal zu reservieren, dass das vielleicht kein Problem ist. Aber okay. FWC 2026 Server Details starts April 2023. Ends to be announced, also kein Ende. 1 year of FWC, let's go. Major Events Preview, Level Reach Event, Equipment Exchange Event, PvE Ranking Competition Event, PvP Tournament Events. Also alle wie letztes Jahr.
PvP tournament will consistent of online primary 4 rounds online, followed by the grand finals held offline in Manila, Philippines, like the last years. All FWC 2026 related events are subject to the rules of the game service event, which can be found at the following link. Detailed information regarding the PvP tournament and other FWC features will be provided in future announcements. Please note that schedules and details are subject to change to blah 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 blah. Gut, Rules of Game Services. Okay, ja gut, hier sind so ein paar, ihr müsst euch an die Regeln halten, bla bla bla, ihr könnt wahrscheinlich sonst gebannt werden und wir müssen keine Gewinne auszahlen, wenn es irgendwie gegen das und das und sowas irgendwie verstößt oder hier und da und sich die Sachen irgendwie ändern und bla bla bla, halt so die normalen Regelsätze. Denke ich jedenfalls. So, Registration ist hier. Be Champion, bla bla bla, das haben wir uns schon mal gesehen. Hier sind die Rewards, Sign Up und hier einloggen, etc., um diese Rewards, den Couponcode. Also, wenn ihr euch registriert, hebt auf jeden Fall den Couponcode auf, macht euch einen Screenshot oder sowas. Hier sehen wir nochmal 2x XP and Enhancement. Drop nicht. 1,5 mal Ultimate Enhancement. Das haben sie gelowert. Es ist nicht mehr doppelte Ultimate Enhancement, das ist jetzt nur noch mal 1,5. Was ist mit Drop Rate? Drop Rate steht hier gar nicht. PvE Battles, PvP Tournaments. What is FWC? FWC is the largest annual event hosted by Fluff Universe. The largest. Ja, okay. Crazy. Die haben Ultimate Upgrade verringert. Das ist nicht mehr times 2. Nun gut, okay. Gut zu wissen auf jeden Fall, dass Ultimate Enhancement nicht mehr times 2 ist, sondern nur noch mal 1,5. Drop Rate steht hier irgendwie gar nichts. Hier steht nur XP mal 2. Mit Drop Rate steht hier irgendwie nichts mehr. Da müssen wir mal ein bisschen drauf achten, was wir da noch für Informations bekommen. Jo, ansonsten war hier jetzt noch irgendwas? Ne, das haben wir jetzt schon alles gelesen. Patch Notes gehen wir noch gleich rein, wenn wir sowieso schon ein Video am Start haben. Gucken wir uns da mal an, was dort so steht. Arcanus Intelligent Roots cooldown reduced from 60 to 45 seconds, applies to both base and master variation. Ace Shard cooldown reduced. Okay, Arcanus weiß ich leider echt nicht so richtig, was da abgeht. Reduced cooldown variation, aber scheint erstmal alles hier positive Sachen zu sein, wenn Cooldowns runtergezogen werden. Gust push distance increased at max level, range block increased from 5 to 10. Now also grants plus 10 magic resistance. Also auch noch ein bisschen mehr tankier. Stone Pillar damage slightly increased. Casting time reduced from 3 seconds to 2 seconds. Thunder Strike in Scaling increased. Also gute Pushes hier für einen Arcanist auf jeden Fall. Maximum Chain Count increased from 10 to 20. Cooldown reduced from 22 seconds to 10 seconds. 5 seconds with reduced Cooldown Master Variation. Ja, also Thunder Strike sehr schnell wieder einsetzbar. Earthen Fortitude Defense Buff replaced with Incoming Damage Reduction. Now grants minus 10 Incoming Damage at max level. Infusion Intelligent Scaling Master Variant added per level improvements. Duration reduced attack penalty, MP cost and cast time. To make progression more meaningful, bonus are intentionally lower to preserve the identity of the Master Variation. Also Arcanist liest sich hier erstmal mit sehr dicken Buffs, also scheint sehr, sehr gut zu sein. Harlequin Toxic Assault Damage reduced by 20%. Toxic Assault ist ein Multi-Hit-Strike und 20% reducen ist ziemlich heftig. Slayer First Blood Skill Damage increased from 6 to 8% at max level. Also relativ geringer Anstieg. Templar Rush Attack Damage reduced by 16%. Crack Shooter Barrage Multi-Strike chances now split between PvE and PvP damage. 30% PvE and 10% PvP increased to 40 or 15% with increased Strike Master Variant. Also hier für PvE, Crack Shooter, guter Buff. Für Multi-Strike Chance. Bug Fixes, an issue where Master Variation skills dealt less damage than the base skill at levels 1 to 4. Fix an issue where skill effects were applied to newbie players when a player revived. Storm Slash damage is no longer prevented by Shade Support. Hellfire damage is no longer negated by Shade Support. Fix an issue where damage and knockback were applied to caster. Fix an issue if a storm. Fix an issue where damage over time tick counts were inconsistent. Fix an issue blah blah blah. Scroll of Return could be used in the arena. Callion Flying Ships followed incorrect paths. Butcher's Carnage, Celestial Edge and Skipper of Desert Ultimate Weapons were missing visual effects. Okay, interessant.
Veil of Shades, Shield lacked visual damage, Ultimate Butcher Carnage, Icon was incorrect, I plus, blah blah blah, could not be used, Dark Christmas. Harvesting Tool Requirement Message were not translated, Uncool inflicted by deadly attacks in Story Mode. General Changes, okay, das ist nochmal interessant. Changed Uncool's deadly attacks to powerful attacks, meinen die damit die Storms? Monster summoned using Monster Ball now only deal damage to the Summoner's Party. Changed Bow Attack Damage reduced. Charged Bow Attack Damage reduced. First charge 20, second charge von 50 to 30. Okay, 45, fourth charge 60. Wow, okay, das ist aber eine strong reduction of a charged attack. Heftig. Und Special Thanks to Translations etc. Okay. So. Maintenance ist over. Events. Wir werden wahrscheinlich noch keine Events haben, die irgendwie in den FWC-Zeitraum reingehen. Ne? Spring Monster Ball interessiert uns wahrscheinlich jetzt nicht großartig, weil es nicht in den FWC reingeht. Ja, es endet genau da, also gehen wir da jetzt nicht rein. Und auch die Einkäufe hier sind wahrscheinlich noch nicht in den FWC-Zeitraum drin. Also noch nicht wirklich relevant für uns. Gehe ich mal stark davon aus, was die FWC-Community betrifft. Aber die Skins hier sehen tatsächlich ganz cool aus. Also das hier und hier so ein Flying Mount oder so ein Sword, extrem cool. Okay, so, was heißt das denn jetzt nun konkret? Also, was ist jetzt das Wichtige aus diesen ganzen Announcements? Wir haben, ja, coole Events wahrscheinlich, die über die Monate dann gehen werden. Ist erstmal gut, besser als gar nichts. Vielleicht ist da ein bisschen was dabei, gerade für Gilde, Community, Zusammenhalt und sowas alles sehr interessant. Und da finde ich, hat die letzten Jahre, also auf jeden Fall letztes Jahr gefehlt. Das Jahr davor, glaube ich, 2024 hatten wir ja zum Beispiel so das Gilden-Buff-Event und sowas alles, was ganz cool war. Ansonsten hast du ja Content-wise jetzt nicht so viel, wo man jetzt eine Gilde unbedingt braucht. Also selbst so eine Sachen wie Secret Room kann man alles solo easy machen und lohnt halt dann auch mehr. Das ist halt immer das Traurige, dass halt Solo-Content wesentlich mehr lohnt, als halt gemeinschaftlich irgendwas zu machen. Aber vielleicht jetzt mit diesen Roadmap von den ganzen Events, wo auch viel Gildengedöns mit dabei war, vielleicht ein paar coole Sachen dabei, vielleicht kommt auch noch ein bisschen was mehr. Ansonsten wissen wir jetzt nun, der Start ist am 22. April, korrekt? Oder? Ne, am 23. oder? Warte mal, jetzt lass mich mal hier ganz kurz nochmal gucken. Start ist jetzt 23. Oder? Ah ja, hier, okay, hier steht's. Start ist 23. April, also eigentlich fast so, wie ich gesagt hatte. Ne? Beim letzten Video mit Prägister hatte ich gesagt, wahrscheinlich würde ich sagen, einen Monat. Und wichtig ist, Leute, registriert euch jetzt, falls ihr irgendwie neu seid, registriert euch Account, sobald ihr das hört und ihr wollt, also das bezieht sich jetzt darauf, dass ihr top-uppen wollt und Geld ausgeben wollt, Geld spenden wollt für Flive Universe, dann bitte einmal schon einen Account auf jeden Fall jetzt registrieren, weil bei Flive Universe hast du durch vergangene Probleme damals, hast du eine Sperre, wenn du einen neuen Account erstellst, dass du nicht top-uppen kannst, vor allem nicht über PayPal. Über Sachen, wo du Geld auch wieder zurückziehen kannst, weil damals gab es so ein paar Skandale, wo dann Sachen getoppt wurden, gekauft wurden, dann wurde über PayPal das Geld wieder zurückgezogen und sowas. Und dann hat Gala dann mussten so viele Leute sperren, auch welche, die unschuldig waren und irgendwelche Sachen dann von denen bekommen haben oder Shops gekauft haben, etc. Dadurch ist dann da irgendwann so eine Sperre reinbekommen, weil gerade bei FWC, ja, das ist da halt alles auch ein bisschen heftig, mehr Hype und Sachen sind super wertvoll und da geht viel über die Ladentheke in hohen Summen und so hohen Verhältnissen. Daher registriert euch auf jeden Fall euren Account, falls ihr irgendwie einen neuen machen wollt und sowas alles. Am 23. April geht es dann los, da nach der Serverwartung wahrscheinlich so gegen 10 Uhr, 11 Uhr. Müssen wir mal schauen dann, da wird es noch genaue Informationen geben, aber dass man das schon mal so, dass ihr da einen Anhaltspunkt schon mal habt. Genau, das ist unser Startdatum, das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Wir wissen auf jeden Fall doppelte EXP, doppelte Upgrade-Rate, außer bei Ultimate Upgrading, da ist es nur mal 1,5. Über Droprate stand jetzt hier explizit nichts. Ich würde prinzipiell trotzdem erstmal davon ausgehen, dass es auch verdoppelt ist, hoffe ich zumindest. War ja die letzten Jahre immer so. Und ja, bei Ultimate haben sie jetzt halt nochmal so ein bisschen
adjusted, weil jetzt das ganze Ultimate Upgrade natürlich mit der letzten Version, die wir jetzt im November bekommen haben, dann alles nochmal ein bisschen ausgeweiteter ist, ne? Das ganze Ultimate Upgrade-System sich nochmal sowieso komplett umgeändert hat und sowas alles. Dadurch, ja, würde ich sagen, ist das in Ordnung so. Das mal 1,5 ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut für das Upgrade-System. Also nur eine Waffe auf Ultimate plus 6 zu machen, das wird schon ganz gut gehen, um da halt dann noch die Third Line und sowas zu bekommen für weitere Waffeneffekte, was da so mit am wichtigsten ist, und dann ja, Schmuck und sowas natürlich dann auch. Aber das wird längere Zeit dauern, um das abzugraden, oder es wird trotzdem viele Sunstones benötigen. Ansonsten haben wir halt die ganzen normalen Events, die wir halt kennen. Level Reach Event ist dann resettet, Equipment Exchange Event haben wir. Da sind wir sehr gespannt auf die ganzen Waffen und Rüstungen, wie sie aussehen, welche Effekte sie haben werden, was gibt es da für Besonderheiten. Ist es das PvE-Set, ist es das Anku-Set, ist es die Anku-Waffen höchstwahrscheinlich, die dann Gold werden können, schätze ich mal. Und den Rest kennen wir auch viel. Falls euch ein paar Sachen interessieren, guckt gerne bei mir auf dem Kanal die YouTube-Videos, Livestreams von den letzten Jahren an, von FWC. Dann habt ihr nochmal ein bisschen Eindruck oder auch ein bisschen, ja, einfach FWC-Feeling, falls ihr nicht länger warten wollt mit Content. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Die Zeit ist für mich ganz gut, weil dann habe ich nämlich noch Zeit bis zum 23. April. Dadurch extrem viele Vorschläge von euch kamen bezüglich Videos. Vorbereitungen habe ich dann dementsprechend halt auch noch Zeit zu versuchen, wenigstens das umfassend alles abzudecken. Und ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich. Seid ihr hyped auf FWC? Lasst es mich in den Kommentaren gerne wissen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüssi. Welcome to Manila.